Welche Demütigung, wenn jemand neben mir stund und von weitem meine Flöte hörte und ich nichts hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Diese Worte stammen aus dem bewegendsten Dokument, das uns von Ludwig van Beethoven überliefert ist, aus dem Heiligenstädter Testament. Beethoven schrieb dieses Testament am 6. Oktober 1802 an seine Brüder Karl und Johann aus dem Wiener Vorort Heiligenstadt, in dem er manche Sommer- und Herbstmonate verbrachte. Hören wir den Anfang dieses Dokuments. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheinet. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens, selbst große Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt. Aber bedenket nur, dass seit 6 Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unvernünftige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu Jahr in der Hoffnung, gebessert zu werden, betrogen, endlich zu dem Überblick eines dauernden Übels, dessen Heilung vielleicht Jahre dauern oder gar nicht möglich ist, gezwungen. Mit einem feurigen, lebhaften Temperamente geboren, selbst empfänglich für Zerstreuungen der Gesellschaft, musste ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen. Wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen, oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte, traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war es mir noch nicht möglich, den Menschen zu sagen, sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. Ach, wie wäre es möglich, dass ich die Schwäche eines Sinnes angeben sollte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade als bei anderen sein sollte, einen Sinn, den ich einst in der größten Vollkommenheit besaß, in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fach gewiss haben, noch gehabt haben. Oh, ich kann es nicht. Drum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich mich gerne unter euch mischte. Beethovens Verzweiflung wird vollends deutlich in jenem Zusatz, den er 4 Tage später auf der Adressenseite dieses Schriftstücks ergänzte. So nehme ich dann Abschied von dir, und zwar traurig. Ja, die geliebte Hoffnung, die ich mit hierher nahm, wenigstens bis zu einem gewissen Punkte geheilet zu sein, sie muss mich nun gänzlich verlassen. Wie die Blätter des Herbstes herabfallen, gewelkt sind, so ist auch sie für mich dürr geworden. Fast wie ich hierher kam, gehe ich fort. Selbst der hohe Mut, der mich oft in den schönen Sommertägen beseelte, er ist verschwunden. O Vorsehung, lass einmal einen reinen Tag der Freude mir erscheinen. So lange schon ist der wahren Freude inniger Widerhall mir fremd. O wann, o Gottheit, kann ich im Tempel der Natur und der Menschen ihn wieder fühlen? Nie? Nein. O, es wäre zu hart. Als Beethoven dies schrieb, war er also fast 32 Jahre alt und hatte bereits seit einiger Zeit unter typischen Anzeichen seiner Gehörkrankheit gelitten. Die Hirtenflöte konnte er nicht mehr hören, da er inzwischen unter anderem an Hochtonverlust litt. Für ihn hätte die Stelle aus seiner 6. Symphonie, die wir zu Beginn gehört haben, vielleicht so geklungen. Wie es zu diesem Phänomen des Hochtonverlustes kommt, verdeutlicht ein kurzer Ausflug in das menschliche Ohr. Jeder Ton, jeder Klang, den wir vernehmen, wird vom Trommelfell über die 3 Mittelohrknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel in das Innenohr geleitet. Im Innenohr, das wie eine Schnecke gewunden ist, befinden sich Hörsinneszellen, kleine Härchen, die den Schall über den Hörnerv an das Gehirn weiterleiten. Die hohen Töne werden im vorderen Bereich der Schnecke empfangen, die tieferen weiter hinten.
Sind diese Haarzellen beschädigt, können sie die ihnen zugeordneten Frequenzbereiche nicht mehr in voller Qualität empfangen und weiterleiten. Hörschädigungen äußern sich also zunächst im sogenannten Hochtonverlust, da die für dieses Frequenzspektrum zuständigen Haarzellen des Innenohrs dem Trommelfell am nächsten liegen. Der Hochtonverlust bewirkt aber nicht nur, dass man hohe Töne nicht mehr so gut hört, eine Erfahrung, die wir alle im Laufe unseres Älterwerdens machen, sondern auch, dass das Frequenzspektrum flacher und dadurch Sprache unverständlicher wird. Dass Beethoven sich also von der Gesellschaft absondern musste, lag nicht zuletzt daran, dass er Gespräche nicht mehr gut verfolgen konnte. Ein Gespräch zwischen zwei Außenstehenden muss sich für Beethoven etwa ähnlich matt angehört haben wie der nachfolgende fiktive Dialog zwischen Fürst Lichnowsky und dem Geiger Ignaz Schuppanzig. Mein lieber Fürst Lichnowsky, haben Sie auch schon bemerkt, dass Beethovens Gehör immer schlechter wird? Ja, mein lieber Schuppanzig, das ist mir auch schon aufgefallen. Neulich war er bei einer Abendgesellschaft im Palais zu Gast. Zunächst nahm er an den Gesprächen noch regen Anteil, doch als heftiger und auch wild durcheinander diskutiert wurde, bemerkte ich, wie er nur noch ins Kaminfeuer blickte. Er konnte den Worten offenbar nicht mehr folgen. Wenn er bei einer unserer Quartettproben anwesend ist, setzt er sich immer in die Nähe der beiden Geigen, sodass ich Acht geben muss, dass ich ihn nicht mit meinem Geigenbogen verletze. Musik hat der gute Beethoven ja von frühester Kindheit an im Kopf und in seinem inneren Ohr. Die wird ihm zum Glück nie verloren gehen. Aber es ist traurig für seinen Alltag. Er, der die Menschen braucht, fühlt sich von größeren Gesellschaften ausgeschlossen. Und er, der die Natur so liebt, kann die Vögel nicht mehr hören. Und natürlich auch seine eigene Musik, nur in sehr beschränktem Maße. Zwei weitere Symptome plagten Beethoven zusätzlich. Zum einen quälende Ohrengeräusche, die der Mediziner Tinnitus nennt. Es gibt viele Varianten dieser Kopf- bzw. Ohrgeräusche. Doch gleichgültig, welches Geräusch einen ständig im Ohr plagt, als unangenehm empfinden wir alle. Ein weiteres Phänomen von Beethovens fortschreitender Schwerhörigkeit war eine Überempfindlichkeit für Schall, die bewirkt, dass Lautes als besonders und unangenehm laut empfunden wird. Der Mediziner nennt dies Hyperakusis. Eine solche Überempfindlichkeit konnte Beethovens Schüler und Freund Ferdinand Ries beobachten. Bei der kurzen Beschießung Wiens durch die Franzosen im Jahre 1809 war Beethoven sehr ängstlich. Er brachte die meiste Zeit in einem Keller bei seinem Bruder Kaspar zu, wo er noch den Kopf mit Kissen bedeckte, um ja nicht die Kanonen zu hören. Viele verschiedene Ärzte hatte Beethoven seit seinem 30. Lebensjahr wegen seiner Leiden konsultiert. Zu ihnen gehörte auch Dr. Johann Peter Frank,
Seinem Bonner Jugendfreund Franz Gerhard Wegeler berichtete Beethoven im Juni 1801 aus Wien: Mein Gehör ist seit 3 Jahren immer schwächer geworden, und das soll sich durch meinen Unterleib ereignet haben. Frank wollte meinem Leib den Ton wiedergeben durch stärkende Medizin und mein Gehör durch Mandelöl, aber Prosit, daraus ward nichts, mein Gehör ward immer schlechter. Meine Ohren, die sausen und brausen Tag und Nacht fort. Um dir einen Begriff von dieser wunderbaren Taubheit zu geben, so sage ich dir, dass ich mich im Theater ganz dicht am Orchester anlehnen muss, um den Schauspieler zu verstehen. Die hohen Töne von Instrumenten, Singstimmen, wenn ich etwas weit weg bin, höre ich nicht. Im Sprechen ist es zu verwundern, dass es Leute gibt, die es niemals merkten. Da ich meistens Zerstreuungen hatte, so hält man es dafür. Manchmal auch höre ich den Redenden, der leise spricht, kaum. Ja, die Töne wohl, aber die Worte nicht. Und doch, sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich. Bereits in dieser frühen Zeit seiner Erkrankung wird Beethoven seine Musik also mit einigen Einschränkungen gehört haben. Er hatte einen Tinnitus, ein fortwährendes Sausen und Brausen in den Ohren. Er litt unter Hyperakusis, hörte also Lautes ganz besonders laut, und durch den Hochtonverlust wurde für ihn der Gesamtklang matt und die Sprache wurde schwerer verständlich. All dies nimmt man heute als Anzeichen einer Innenohrschwerhörigkeit, die entweder auf eine Infektionskrankheit oder auf eine Otosklerose, also eine krankhafte Knochenveränderung im Mittelohr, oder auf eine Apoptose, einen programmierten, in diesem Fall verfrühten Zelltod der Haarzellen im Innenohr zurückgeht. Seine 5. Sinfonie wird Beethoven bei der Uraufführung im Dezember 1808 also vielleicht folgendermaßen gehört haben: Für unsere gesunden Ohren klingt die Passage so: Mandelöl war einer der vielen Therapieversuche, die Beethoven im Laufe seines Lebens gegen sein Gehörleiden unternahm. Jeder Arzt verordnete eine andere Therapie, doch weder Mandelöl noch Meerrettichbaumwolle
Noch warme Donaubäder halfen. Die Ertaubung schritt immer weiter voran. Etwa 1814/15 war Beethoven auf dem rechten Ohr bereits so gut wie taub. Zu dieser Zeit versuchte er sich mit mechanischen Apparaten Hilfe zu verschaffen. 1812 hatte er den Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel kennengelernt, der in Wien durch seine Musikmaschinen und der Nachwelt im Zusammenhang mit dem Metronom bekannt wurde. Mälzel konstruierte für Beethoven verschiedene Hörrohre. 4 Hörrohrmodelle sind im Beethovenhaus in Bonn zu sehen. Die kleineren Rohre dienten in erster Linie der Verstärkung der hohen Resonanzen, die großen der Verstärkung der tiefen Resonanzen. Wie groß die Wirkung tatsächlich war, ist schwer zu sagen. Zeitweilig scheinen diese Apparate Beethoven jedenfalls geholfen zu haben, denn 1815 notierte er in seinem Tagebuch: Die Mälzlische Ohrenmaschine ist die stärkste. Man müsste verschiedene im Zimmer für die Musik, Sprechen und nach der Größe des Saals haben. Aus späteren Jahren berichten Besucher Beethovens, zum Beispiel der Berliner Bibliothekar Dr. Spicker, von einer Art großem Schalltrichter auf dem Flügel. Leider machte sein schweres Gehör, das auch die Veranlassung zu einer an seinem Flügelpiano forte angebrachten eigentümlichen Vorrichtung war, einer Art von Schallbehälter, unter dem er saß, wenn er spielte, und der dazu dienen sollte, den Schall um ihn her aufzufangen und zu konzentrieren, dass die Unterhaltung mit ihm sehr mühselig wurde. Wenn Beethoven zum Beispiel sein Klavierstück in a-Moll, das später unter dem Titel Für Elise weltberühmt wurde, jener Dame, für die es bestimmt war, vorgespielt hätte, dann hätte er dessen ersten Teil mit seinen ertaubenden Ohren ohne zusätzliche Hilfsmittel vielleicht wie folgt gehört. Unter dem Schalltrichter oder mit einem ungefähr 20 Zentimeter langen Hörrohr blieb vermutlich immerhin noch Folgendes übrig. Gesunde Ohren können diese Passage zum Glück so hören.
Doch trotz aller Versuche Beethovens, mit Hilfe verschiedener Apparate sein restliches Hörvermögen zu verstärken, verstummte die Umgebung für den ertaubenden Komponisten immer mehr. Seit 1817 soll Beethoven, nach dem Bericht seines Schülers Karl Czerny, keine Musik mehr gehört haben können. Etwa seit dieser Zeit waren ihm auch zusammenhängende Gespräche gar nicht mehr möglich. Er griff zu einem anderen Hilfsmittel, den sogenannten Konversationsheften. Wie eine solche halbschriftliche Unterhaltung mit Beethoven verlief, hatte der junge Ferdinand Hiller bei einem Besuch Beethovens erlebt und später mehrfach niedergeschrieben. Es ist bekannt, dass die mündliche Unterhaltung mit Beethoven zum Teil schriftlich geführt wurde. Er sprach, aber diejenigen, mit welchen er sprach, mussten ihre Fragen und Antworten aufschreiben. Zu diesem Ende lagen dicke Hefte gewöhnlichen Schreibpapiers in Quartformat und Bleistifte stets in seiner Nähe. Wie peinvoll mag es für den lebhaften, sogar leicht ungeduldigen Mann gewesen sein, jegliche Antwort abwarten zu müssen. Auch verfolgte er die Hand des Schreibenden mit gierigem Auge und übersah das Geschriebene mehr mit einem Blicke, als dass er es las. Einige 100 Heftchen hatte Beethoven seit 1818 von seinen Besuchern beschreiben lassen. Über die Hälfte davon hatte Beethovens selbsternannter Sekretär und Biograf Anton Schindler vernichtet. Doch die verbleibenden 136 Hefte, die in der Berliner Staatsbibliothek verwahrt werden, geben uns einen interessanten Einblick in Beethovens Alltag. Beethovens Gesprächsanteile sind uns in den Konversationsheften grundsätzlich nicht erhalten, denn sein Gegenüber konnte ihn ja hören. Das Gespräch muss sich uns aus den Eintragungen der Gesprächspartner Beethovens erschließen. Dass dies gar nicht so einfach ist, zeigt der folgende Gesprächsausschnitt aus einem solchen Konversationsheft. Zu hören sind hier die Gesprächspartner, deren Worte wir heute in den Heften lesen können. Beethovens Gesprächsteile, die wie gesagt in den Heften fehlen, da er seinem Gegenüber ja redend entgegnen konnte, müssen wir erraten. Begeben wir uns in das Gasthaus zum Wilden Mann in Wien, wo im September 1825 Beethovens Streichquartett in a-Moll Opus 132 aufgeführt wurde. Wir treffen dort neben Beethoven den englischen Musiker George Smart und den Verleger des Quartetts Maurice Schlesinger an. Anstelle der Gesprächsteile Beethovens, die wir nicht kennen, erscheint ein akustisches Signal. Haben Sie bei den Rezitativen der D-Moll-Sinfonie an Dragonetti gedacht? Dragonetti war nicht bei der Sinfonie, weil er zu viel für seine Mitwirkung verlangte. Denn er behauptete, Beethoven habe die ganze Sinfonie für ihn geschrieben. Auf Ihre Gesundheit und ewige Fruchtbarkeit. Noch viele solche Quartetten wie das heutige, Bester, wenn ihr wollt noch dergleichen schreiben. Quartetten, wenn auch ohne Kreuz und B. Milord wird schon spielen, so gut als er Whist spielt. Ich habe gesagt, dass von Ihrem Neffen alles abhängt, was Sie schreiben sollen. Und Falstaff hat gesagt, nein, es steht bei ihm, was Beethoven schreibt. Wann soll Mephistophilos Rochlitz aus Leipzig ankommen? Ich sage aber, dass der Cherubini eine so große Ehrfurcht für einen gewissen Beethoven hat, dass, wenn man von ihm spricht, seine Figur noch einmal so lang vor Aufmerksamkeit wird. Es ist ein großer Mann. Haydn hat eine neue Oper geschrieben, betitelt Der kleine Tobias. Ich habe dem Tobias gesagt heute, Beethoven wird Sie und das Paternostergessel verewigen. Bis zu seinem 48. Lebensjahr hatte Beethoven also ein kontinuierliches Abnehmen seines Hörvermögens hinnehmen müssen. Hätte er sich in dieser Zeit immer wieder, zum Beispiel alle 3 Jahre, das gleiche Stück vorgespielt, zum Beispiel ein paar Takte aus seiner Pathetique-Sonate, und gäbe es darüber eine Art Hörprotokoll, so hätte dies die Ertaubung im Zeitraffer vielleicht etwa so zusammengefasst.
Beethoven wird sich mit seiner Situation irgendwann abgefunden haben. Musik hatte er ja seit seiner Kindheit im Kopf gespeichert, was es ihm auch möglich machte, weiterhin zu komponieren. Deutlich hinderlicher war Beethovens zunehmende Ertaubung, wenn er als Interpret seiner eigenen Musik in der Öffentlichkeit auftrat. Als Pianist hatte er sich bereits 1814 aus dem öffentlichen Konzertleben zurückgezogen. Der Komponist Louis Spohr hatte zwischen 1812 und 1816, als er in Wien lebte, Kontakt zu Beethoven und hatte ihn in dieser Zeit auch als Pianisten seines Erzherzog-Trios erlebt. Später berichtet er darüber in seiner Selbstbiografie. Ein Genuss war's nicht, denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig kümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte. Und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers infolge seiner Taubheit fast gar nichts übrig geblieben. Im Forte schlug der arme Taube so darauf, dass die Saiten klirrten, und im Piano spielte er wieder so zart, dass ganze Tongruppen unterblieben, so dass man das Verständnis verlor, wenn man nicht zugleich in die Klavierstimme blicken konnte. Ob Beethovens Klavierspiel zu dieser Zeit wirklich schon so schlimm war, wissen wir nicht. Im kleinen Kreis hat sich Beethoven auch in späteren Jahren immer wieder ans Klavier gesetzt, meistens um zu improvisieren. So hat ihn noch im September 1825 George Smart bei seinem Besuch in Wien erlebt. Beethoven extemporierte, laut Smarts Tagebuch, in a most extraordinary manner, sometimes very fortissimo, but full of genius. Und danach war Beethoven plenty of jokes, in the highest of spirits. Als Dirigent seiner eigenen Werke trat Beethoven ebenfalls noch lange auf. Seine zunehmende Taubheit wirkte sich aber natürlich auch hier aus. Denkwürdig war, auch unter diesem Aspekt, die Uraufführung der 9. Symphonie am 7. Mai 1824. Der mitwirkende Geiger Joseph Böhm berichtete: Man studierte mit dem Fleiße und der Gewissenhaftigkeit, die ein so riesiges und schwieriges Tonstück erheischte. Es kam zur Produktion. Ein glänzendes, äußerst zahlreiches Auditorium lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit und spendete enthusiastischen, rauschenden Beifall. Beethoven dirigierte selbst, das heißt, er stand vor einem Dirigentenpult und fuhr wie ein Wahnsinniger hin und her. Bald streckte er sich hoch empor, bald kauerte er bis zur Erde. Er schlug mit Händen und Füßen herum, als wollte er alle die sämtlichen Instrumente spielen, den ganzen Chor singen. Die eigentliche Leitung war in Duports Hand. Wir Musiker sahen nur auf dessen Taktstock. Beethoven war so aufgeregt, dass er nichts sah, was um ihn vorging, dass er auf den Beifallssturm, den er freilich bei seiner Gehörschwäche kaum hören konnte, auch nicht einmal achtete. Man musste es ihm sagen, wenn es an der Zeit war, dem Publikum für den gespendeten Beifall zu danken, was Beethoven in linkischer Weise tat. Ja, Beethoven konnte noch nicht einmal den tosenden Beifall wahrnehmen, ihn vor Aufregung auch nicht über den sicher stark vibrierenden Holzboden erfühlen.
Man musste Beethoven umdrehen, damit er den tosenden Applaus wenigstens sehen konnte. Und von dem Einsatz des großen Chores und des vollen Orchesters bei der Ode an die Freude wird er bestenfalls Klangschatten wie diese gehört haben. Man erschrickt fast, wenn man diese Passage jetzt in vollem Klang und normaler Lautstärke hört. In den letzten Jahren seines Lebens schrieb Beethoven vor allem an seinen großen Streichquartetten, die in ihrer Dimension, ihrer Klangsprache und ihrer formalen Radikalität weit über das Streichquartettschaffen seiner Zeit hinausweisen. Das Streichquartett in B-Dur Opus 130, das Beethoven bald nach Einzug in sein letztes Domizil im Schwarz-Spanier-Haus vollendete, erfuhr in seiner ersten Fassung, also mit der großen Fuge als Schlusssatz, am 21. März 1826 seine Uraufführung. Die große Fuge ist ein in jeder Hinsicht in die Extreme gehendes Werk. Von der Aufführung wird für Beethovens Ohr jedoch vielleicht im besten Falle Folgendes übrig geblieben sein.
Doch mit seinem inneren Ohr hat Beethoven das Quartett bei der Aufführung ganz sicher detailliert verfolgt, so wie er es auch aus dieser Vorstellung heraus geschrieben hatte. Wie konzis Beethovens klangliche Vorstellung von der Komposition war, sehen wir daran, dass er mit der Bearbeitung der Fuge für Klavier zu 4 Händen, die der Komponist Anton Halm im Auftrag eines Verlegers gemacht hatte, nicht zufrieden war. Sie entsprach eben nicht der klanglichen Übersetzung seiner musikalischen Vorstellungen, so dass Beethoven schließlich selbst eine 4-händige Klavierfassung der Streichquartettfuge anfertigte, die dann als Opus 134 erschien. Beethovens Schaffenskraft war glücklicherweise unabhängig von seinem körperlichen Leiden, das ja nicht nur sein Gehör betraf. Und was er schrieb, scheint unabhängig von der jeweiligen körperlichen Verfassung des Komponisten gewesen zu sein. In der Zeit, als Beethoven das Heiligenstädter Testament schrieb, ein Dokument großer Depression, entstanden Werke so unterschiedlichen Charakters wie die Violinsonaten Opus 30, die Klaviersonaten Opus 31, die Bagatellen Opus 33 und Notenscherze und Tänze. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück, hatte Beethoven im Heiligenstädter Testament formuliert. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. Aufgelegt fühlte sich Beethoven bis zum Ende seines Lebens zu immer neuen Werken. Der 9. Symphonie wollte er eine 10. folgen lassen. Nach Abschluss der Arbeit an den großen Streichquartetten plante er die Komposition eines Streichquintetts. 48 Takte hatte er davon bereits zu Papier gebracht, bevor er starb. Diese Takte wurden als Beethovens letzter musikalischer Gedanke in einer Fassung für Klavier nach seinem Tod veröffentlicht. Und vielleicht spiegelt eine solche Klavierfassung ja das wider, was Beethoven sich im Kopf vorgestellt und vielleicht mit Hilfe des Klaviers überprüft hätte. Auch das hätte er ja nicht wirklich, sondern nur in seinem inneren Ohr hören können. Vielleicht etwa so?